Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, dieses Mal habe ich vor, euch zu zeigen, wie man selber einen Mooskranz machen kann. Im Anschluss wird meiner dann allerdings noch zu einem Adventskranz gestaltet werden. Und als Basis verwende ich jetzt gleich diesen 30 cm großen Strohkranz. Ihr könnt natürlich auch einen größeren oder halt einen kleineren Strohkranz dafür verwenden. In vergangenen Videos hatte ich oftmals meine Mooskränze gebunden, werde ich aber dieses Mal nicht machen, sondern ich werde mein Moos mit Krampen befestigen. Ne? So sehen die aus. Einige kennen die auch unter dem Begriff U-Haken oder halt Haften. Und ja, wenn ihr den jetzt allerdings binden wolltet, ich zeige es euch mal eben schnell, dann würde ich jetzt hier den Bindedraht an irgendeiner Stelle meines Kranzes mal befestigen. So, und dann festwickeln. Dann würde ich das nächste Stückchen Moos überlappend auf das vorherige legen und dann zack auch wieder festwickeln mit dem Bindedraht. Aber wie bereits erwähnt, ich werde dieses Mal mit Haften arbeiten. So, und ich habe mir jetzt gedacht, ich werde mir hier so kleine Moosknuddelchen machen. Ne? Sonst hatte ich das wirklich immer so einfach draufgelegt, aber will ich jetzt nicht, weil der Kranz, der soll jetzt in meinem Fall ruhig plüschig werden. Ich will das jetzt nicht so, ich sag mal, platt gedrückt haben. Ihr könnt auch zum Feststecken, wenn ihr jetzt keine Krampen haben solltet, auch Haarnadeln nehmen. Ne? Das würde auch gehen. Ich immer mit meinem, ne, furchtbar. Mache ich hier wieder so ein Knuddelchen hinzu. Obwohl, das sieht nicht mehr so toll aus. Das ist schon ein bisschen trocken, muss ich mal wieder nach draußen legen. Also wenn euer Moos dann auch mal so aussehen sollte, schon so leicht eingetrocknet, wirklich mal nach draußen legen, dann wird er wieder richtig schön grün. Mache ich jetzt etwas überlappend auf das vorherige Moos. Ja, und der Kranz wird jetzt so lange mit Moos bedeckt werden, bis ich halt nichts mehr von meinem Strohkranz nachher erkennen kann. Aber ich glaube, ich muss doch auf die Efeunadeln gehen, weil die sind länger. Das sind hier Efeunadeln. Ja doch, ist besser. Je nachdem, wie dick ihr das Moos halt drauf haben wolltet, geht es dann halt auch mit einer Krampe oder Hafte. Aber ich habe jetzt gerade selber gemerkt, die waren dann doch etwas zu kurz für meine Zwecke. Ach, was ich euch noch sagen wollte, achtet auch immer darauf, dass ihr hier den Außenbereich und auch den Innenbereich eures Strohkranzes schön bedeckt habt. Ne? Das sähe sonst, ja, ich sag mal, unschön aus, wenn man da halt noch das Stroh erkennen könnte. Und mein Moos mache ich jetzt auch ein bisschen unterhalb meines Strohkranzes, aber nur so ein bisschen. Ansonsten kann man nachher noch einfach Moos nachträglich einarbeiten. Und dann werde ich das Ganze jetzt mal wieder für euch beschleunigen, so rum. Nun überprüfe ich meinen Kranz, ob ich noch an irgendwelchen Stellen Moos einarbeiten muss. Ist jetzt allerdings bei mir nicht der Fall. Ja, und zum Thema Moos. Dieses Moos war jetzt auch mit drin in meiner Moosbox. Wie das jetzt allerdings genau heißt, kann ich euch jetzt leider an dieser Stelle nicht sagen. Ja, und dann werde ich jetzt mal als nächstes meine Kerzenhalter platzieren. Die haben jetzt in meinem Fall einen Durchmesser von 8 cm. Ich kann euch allerdings jetzt schon verraten, die sind jetzt für meine Kerzen, die nachher kommen werden, leider einen Tacken zu groß. Ich werde den Rand hier nachher wahrscheinlich dann mit Moos noch letzten Endes vertuschen. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich als allererstes die Kerzenhalter platzieren werde und dann halt das Moos einarbeite. Aber ich mache das immer lieber erst so rum. Ne? Erstmal das ganze Grün einarbeiten und dann die Kerzenhalter. Ich werde jetzt als nächstes mit meiner Heißklebepistole arbeiten und ich habe mich jetzt auch definitiv dazu entschieden, ja diese Kerzenhalter noch mehr zu vertuschen. Dazu nehme ich dann diese kleinen Moosreste und die werden dann auch mit der Heißklebepistole einfach befestigt werden. Mache ich jetzt allerdings nicht direkt hier an dem Kerzenhalter, sondern hier unten an dem Moos selber, ne? Mit der Heißklebepistole. Dann habe ich hier noch ein paar Äste. Ich muss mir die aber noch, oder könnte ich jetzt auch schon mal machen, ein bisschen einkürzen. Ich will die auch immer an eurer Stelle brechen. Das sieht dann natürlicher aus, als wenn ich die jetzt geschnitten hätte. Auch mit der Heißklebepistole. Dann habe ich hier ein bisschen Tannengrün. Da werde ich folgendermaßen vorgehen. Ich stecke mir den Anfang in mein Moos hinein. Guck mal, wie hält das Ganze schon mal. Und dann nehme ich auch stellenweise mal meine Heißklebepistole zur Hilfe. Man könnte das jetzt auch mit einer Krampe machen, aber dann sieht man halt ein bisschen von der Krampe.
Insofern, ja, alles jetzt mit der Heißklebepistole. Mein Kranz wird jetzt noch mit weiteren Materialien dekoriert werden, und zwar mit Zapfen einer Schwarzkiefer, Bucheckern und das hier, das sind amerikanische Eicheln. Ja, und die 3 Materialien hatte ich alle zuvor mit Goldspray eingesprüht und die werde ich dann mit der Heißklebepistole befestigen. Dann habe ich hier noch so grüne Kugeln, die werde ich mit einer Efeunadel einarbeiten bzw. befestigen. Eventuell kommt noch diese Dekofigur hinzu und eventuell noch diese grünen Sterne. Die muss ich aber dann auch mit der Heißklebepistole befestigen. Jetzt kommen noch meine Kerzen hinzu und wer keine echten verwenden möchte, der kann ja alternativ auch auf die LED-Kerzen zurückgreifen. Ich muss aber auch mal ehrlich sagen, wenn die Kerzen an meinem Adventskranz an sind, dann lasse ich den Kranz auch nie aus den Augen, weil sicher ist sicher. Ja, und noch mehr werde ich jetzt an meinem Kranz nicht dekorieren. Um das Moos länger frisch zu halten, könnt ihr euren Kranz ruhig täglich mit etwas Wasser besprühen und im Übrigen gilt das auch für alle anderen Kränze. Ja, und die ganzen benötigten Materialien für das Projekt findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach. Bye!